Ich melde mich wieder von der E3 und habe gerade Assassin's Creed Unity hier gesehen. Bin wirklich total begeistert. Die Grafik ist wirklich mega, das bläst einen total weg. Man sieht hier richtig Next Gen in dem Spiel. Und wir haben natürlich jetzt nochmal alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst, haben mit den Entwicklern gesprochen und auch mit anderen YouTubern, was die zum Spiel sagen. Alles das gibt's jetzt für euch. Die Entwicklung von Assassin's Creed Unity startete schon vor 3 Jahren und von Beginn an war eines der wichtigsten Ziele, das Spiel wirklich nach Next Gen aussehen zu lassen, was absolut gelungen ist. Teilweise weiß man zwischen Cutscene und Ingame gar nicht mehr zu unterscheiden. Es sieht einfach um Längen besser aus als die Vorgänger. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Arnaud, ein Adliger, dessen Vater und auch Stiefvater auf mysteriöse Weise ums Leben kamen. In den Wirren der Französischen Revolution kämpfen wir als Spieler gegen böse Templer und auch gegen das System. Der Schauplatz für all das ist Paris. Es gibt also nur diese eine Stadt im Spiel, allerdings ist Paris wirklich riesengroß. Es gibt insgesamt 7 Distrikte und jeder einzelne ist so groß wie die bekannten großen Städte der Vorgänger. Außerdem gibt es noch eine weitere Ebene im Spiel, nämlich den Untergrund von Paris. Paris kann aber nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden erkundet werden, wobei es für den Koop-Modus speziell gestaltete Missionen und Quests gibt. Die Singleplayer-Kampagne hingegen kann nur alleine gespielt werden. Trotzdem soll der Koop-Modus nahtlos in das Spiel übergehen, wenn man möchte und wenn man online ist. Das System sucht immer nach Spielern, die gerade online sind, ob es jetzt Freunde sind oder nicht. Diese werden dann in Form von NPCs im Spiel sichtbar und sehen genauso aus wie die Spieler selbst. Sie sind aber noch nicht wirklich da, es ist nur eine Art Einladung nach dem Motto, hey, dein Freund ist da online und wartet auf dich. Man drückt dann einfach A und wenn er immer noch verfügbar ist, spielt man zusammen. Jetzt wollen wir aber auch noch ein paar neue Features im Spiel beleuchten. Das Feature Hochebene zum Beispiel erscheint an hochgelegenen Punkten und es zeigt uns sofort an, welche Möglichkeiten wir in der näheren Umgebung haben. Aktuell passiert dies noch automatisch, aber die Entwickler überlegen, ob diesem Feature doch eine Taste zugewiesen wird. Auch das Kampfsystem wurde verbessert und orientiert sich an euren Fähigkeiten, die man im noch nicht gezeigten Skilltree erwerben kann. Außerdem wurden die Gegner jetzt mit einer Lebensenergieanzeige versehen. Zusätzlich wurden endlich auch alle Bewegungen neu animiert und auch das Freeclimbing-System wurde deutlich verbessert. Was sagen bekannte YouTuber zu all diesen Neuerungen? Ja, also ich bin... Geschichte ist mein Ding, liebe ich, und Französische Revolution als Thema finde ich super geil, also als historischen Hintergrund. Gameplay-wise, ich glaube, hat eine große Evolution stattgefunden. Wenn man genau hinschaut, oftmals sind die Leute so, ach, schon wieder ein Assassin's Creed-Titel, aber da hat sich diesmal einiges getan. Also Assassin's Creed muss ich sagen, der Trailer, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe fast geweint, als ich es gesehen habe. Das war wirklich... Also natürlich die Trailer-Grafik war erstmal abnormal, also das war filmreif, das war kinoreif. Grafik war echt krank geil. Ich glaube, da kann ich mich allen Leuten, die du gefragt hast, ich habe es nicht genau mitbekommen, aber ich denke mal, jeder fand es geil. So. Allein die Präsentation, vielleicht kann man darauf auch kurz eingehen, weil ich fand es cool, so ein Stück Gameplay auch zu sehen und halt auch zu sehen, wie sich das Ganze verhält und wie die Bewegungsabläufe sind und so. Und das Ganze ist natürlich sehr geil. Und was mir im Gegensatz zu den vorherigen Teilen aufgefallen ist, dass es sehr, sehr viel belebter ist auch. Also es sieht sehr viel lebendiger und es macht es natürlich auch nochmal realistischer. Ja. Assassin's Creed Unity konnte wirklich auf ganzer Linie überzeugen und das ist jetzt wirklich Next-Gen-Level. Assassin's Creed Unity erscheint am 28. Oktober 2014 für PlayStation 4, Xbox One und für den PC.